Heute möchte ich ein paar Glasscheiben schneiden. Und zwar mache ich ja gerade meine Fenster im Keller, aber auch bei meinem Pizzaofen ist die Glasscheibe kaputt und die mache ich heute. Das heißt, ich möchte das bauen, was ich hier schon gebaut habe, was aber jetzt im Video kommt. Dann habe ich hier ein paar Herze probiert. Die haben auch so einigermaßen geklappt. So. Oder auch eben nicht. Und dann dieser wunderschöne Halbmond, den ihr schon gesehen habt. Bevor es jetzt zum Glasschneiden geht, hätte ich euch noch einen Tipp, und zwar zum Thema Glasschneider. Und zwar geht es um diese Rollen. Ja, der Glasschneider hat nämlich hier diese 6 Rollen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hat hier lauter Rädchen. Und ich habe immer früher gedacht, das ist einmal für 2er Glas, für 3er Glas, 4er Glas. Nein, das stimmt nicht. Und zwar ist das so wie so ein Revolverkopf für die Glasschneider. Und wenn einer verschlissen ist, zum Beispiel der 1er ist verschlissen, das mache ich jetzt auch. Ich gehe gleich auf den 2er, weil ich möchte heute im Video sehr gute Ergebnisse zeigen. Und dann darf ich mal probieren. So, und dann drehe ich hier wieder zu hinten. Zack. Und dann habe ich die zweite Rolle. Fühlt sich aber auch schon richtig griffig an, muss ich sagen, die zweite Rolle. Wenn ich jetzt nochmal auf die 1er zurückgehe. So, machen wir mal die 1er nochmal. Klar, irgendwann ist das verschlissen. Ja, die 1er ist nicht so, fühlt sich nicht so toll an. Genau, dann gehe ich jetzt hier auf die 2er Rolle rüber. So. Und drehe das hinten wieder zu. So, fest. Und dann habe ich hier die neue Rolle. Was nehme ich jetzt also zum Glasschneiden? Das Wichtigste für mich sind Schnittschutzhandschuhe, weil man kann auch ohne mal so eine kleine Glasscheibe anfassen oder so, wenn man jetzt die zeigen will, da ist es ja gar kein Problem, dann fasse ich die halt so an, da habe ich gar keinen Stress. Aber wenn ich viel umeinander hantiere, anzeichnen muss und dann bleibe ich doch irgendwo mal hängen. Dann natürlich der Glasschneider, den habe ich euch ja schon gezeigt. Der da, so ein klassischer Revolverkopf, Glasschneider. Hier hinten kann man ausbrechen, das Glas. Dann haben wir der Wichtigkeit nach natürlich das Öl, was ich nehme. Ich nehme da jetzt zum Beispiel das Leinöl, was ich auch zum Verkitten nehme und tue das Rädchen damit ölen. Weil wenn das Rädchen hier geölt ist, dann läuft das besser, bleibt nicht hängen, läuft geschmeidiger. Das ist auch ganz wichtig, dass man da vorher ein bisschen Öl aufs Rädchen gibt. Man kann auch das Öl auf die Linie geben, die man schneidet. Dann natürlich was zum Anzeichnen, Winkel, Edding, Meterstab. Was auch ziemlich wichtig ist Lumpen und ein bisschen Alkohol oder kann man auch Aceton nehmen oder so. Und dann kann man das Glas vorher sauber machen, weil das muss ordentlich sauber sein, da sonst das Rädchen nicht gut läuft vom Schneider. Ich mache dann ganz kurz mal ein ganz kleines Schnittchen. Ich drücke nicht fest. Ich mache ein bisschen Öl hin. Ich drücke gar nicht fest auf. So, das seht ihr jetzt, da habe ich jetzt ein bisschen Öl hingemacht. Und ganz, ganz entspannt mache ich das so. Ist klar, wenn die Rolle neu ist, geht das super. Was ich auch als Werkzeug gerne nehme, ist hier entweder zum Spaltöffnen den Glasschneider oder auch ein kleines Hämmerchen. Der ist jetzt eigentlich ein Karosseriehammer, aber den nehme ich jetzt zum Vorführen. Der ist auf der einen Seite ein bisschen gewölbt, kann man das vielleicht so sehen. Ja, und dann kann ich hier hinten einen kleinen Schubser geben, von hinten immer auf den Schnitt. So, um den Schnitt halt eben zu öffnen. Dann das letzte, was noch ganz gut ist, ist ein Schleifstein. Der ist jetzt fast zu fein, also es müsste schon ein gröberer sein wie der, aber auf jeden Fall ein Schleifstein. Oder was auch geht, ein Schleifpapier mit Maschine, um die Kanten halt zu brechen hier. Besonders wichtig ist das, wenn ich jetzt die Scheibe für meinen Pizzaofen mache, damit hier sowas unbedingt rauskommt. Sieht man das? Sowas muss dann raus, denn wenn dann Wärme dazu kommt, ist das natürlich ein typischer Punkt, wo es weiterreißt. Wenn die Scheiben eingeglast werden sollen in ein Fenster, brauchen wir natürlich hier nichts machen, dann kann ich das so lassen. So, dann hole ich mir jetzt kurz Glas. Ich habe immer ein paar alte Fenster da. Würde ich an eurer Stelle auch nicht wegschmeißen, wenn man mal ein großes Fenster hat. Da kann man immer noch mal was draus schneiden, auch wenn es nur zum Üben ist. Hier habe ich meine Glasräder
Reste stehen. Das sind noch unheimliche Mengen an Glas. Da kommen auch noch mindestens 4-mal die Menge dazu, weil das wird ein Projekt. Die, wo mich schon kennen, wissen, was das wird. Und für die anderen wird es die Überraschung. Kommt auch auf dem Kanal hier, braucht aber noch ein bisschen. Müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. So, dann holen wir mal so eine fette Scheibe her. Nirgends hängen bleiben. So, dann ist das schon einmal geteilt. Vielleicht die eine noch mal teilen. Ist vielleicht zum Zeigen besser. So, das ist jetzt ein kleines Stück dieser riesengroßen Scheibe. Und dann mache ich jetzt das Glas für den Pizzaofen, das kaputte. Und mit der größeren Scheibe, wo da noch liegt, mache ich dann noch diesen Halbmond, den ich euch da am Anfang gezeigt habe. Brauche ich bloß noch was, wo ich den Schnitt führen kann. So, ich ritze mir jetzt quasi hier das erste Mal die Pulse. Also ich ritze jetzt hier das erste Mal an, gell, an der Kante. Ich halte die einfach da so hin und bleibe ein bisschen weg von dem Abfall. Dann habe ich auch noch genug Glas zum Brechen übrig. Wenn ich so knapp weg bin mit dem Schnitt von der Kante, kann ich nicht gut brechen. Aber so. Und zack. Dann breche ich es mal ab. Entweder lege ich mir ein Holzbrett drunter oder muss den Schnitt von hinten mit dem Hammer öffnen. Zeige ich euch später noch. So. Einmal. Der Abschnitt. Sieht man auch vielleicht den Schnitt ganz gut. An den Winkel hin. So. Drück fest. Und was aber wichtig ist, man soll den Schnitt in einem Zug durchziehen. Muss nicht zu schnell sein, aber auch nicht zu langsam. Ich kann zum Beispiel auch etwas langsamer ziehen, zum Beispiel so. Da habe ich jetzt eine Unterbrechung gehabt. Hat man gehört, jetzt habe ich hier eine Unterbrechung gehabt ungefähr. Das zeichne ich mir mal an, so grob, wo das war. So. Und das schauen wir uns mal an, ob das was gemacht hat. Da hat man jetzt die Unterbrechung gehabt, wo das kurz nicht geschnitten hat. Aber man sieht, das hat nichts ausgemacht. So, dann breche ich das ab. Die Hühner sind sehr aktiv draußen. Ich glaube, die legen gerade Ei. Das ist jetzt eine sehr lange Kante, da kann ich so drücken. Klar, kein Problem. Aber ich kann auch den Schnitt öffnen. Das zeige ich euch jetzt. Ich drehe das um. Zack. Tue die Holzleiste weg. Klopfe mit meinem Glasschneider dagegen von hinten. Jetzt habe ich den Schnitt auf der Unterseite und klopfe von hinten dagegen. Da sieht man, es ist aufgesprungen. Kann man jetzt bis zum Ende durchmachen, so dass der Schnitt komplett geöffnet ist. Dann geht es auch sehr einfach ab. Gar nicht so schwer Glas schneiden. Die Hühner sind immer noch am Rumgackern, also das Ei ist noch nicht gelegt. Das dauert wohl noch ein bisschen. Einwandfrei. So, jetzt kann ich wieder ganz klassisch sprechen über die Holzlatte, die ich zum Anzeichnen genommen habe. Na, komm her. Lege ich es mal so hin. So. Und drücke ganz leicht. Es ist ein 4er Glas übrigens. 4 stark, also 4 mm. Will nicht. Kein Problem. Drehen wir es um. Oder die Rückseite auch. Zack. Und fertig. So. Dann machen wir nochmal sauber. Und das ist auch der Grund, warum ich natürlich die Handschuhe anhabe. Wenn ich jetzt hier sauber mache und lang wische, dann kann es schon passieren, dass ich da so lang fahre. Ne? Deshalb, wenn man Glas schneidet, eigentlich immer Handschuhe. Weiche Unterlage, Handschuhe, das ist das Beste.
So, mache ich mir erstmal hier die Kante weg. Die brauche ich ja nicht. Gleich mit dem Winkel, gell? Zack. Komme ich da vorbei? Ja, das geht. Das ist jetzt ein bisschen kurz. Jetzt kann ich auch zum Beispiel hier mit dem Glasschneider eingreifen, aber geht jetzt in dem Fall nicht. Komme ja nicht rein, habe ja das Zeug noch dran. Also drehe ich es wieder um und öffne den Schnitt. Zack. Und zack. Dann ist die Scheibe fertig für den Ofen. So, und jetzt wird es richtig geil. Jetzt machen wir noch diesen Freihandschnitt. Und zwar zeichne ich jetzt den Mond an und schneide den raus, den ihr am Anfang gesehen habt. Und zwar mache ich das jetzt so, ganz einfach. Ich nehme eine Holzleiste, schneide die mir ab, habe da eine kleine Bohrung drin für den Stift, mache ich mir rein. Da nehme ich eine alte Schraube und mache das dann so. So, da brauchen wir jetzt bloß den Radius nehmen. Maximal, das heißt, machen wir mal 30, müsste reichen. So, 2 Löcher brauchen wir. Einmal für die Schraube hinten. Was nehmen wir denn da? Nicht zu groß, soll ja ein bisschen halten. So, die passt. Und einmal für den Edding-Kopf. Da passt da auch dieselbe. Ja, da passt auch. Die alte Bohrmaschine höher tun. Ja. So, und wieder festmachen. Jetzt ist mir beim Machen eingefallen, dass ihr eigentlich gleich mit dem Glasschneider so lang fahren könnt. Das wäre eigentlich gar nicht dumm, dass ich gleich so mache. So. Dann habe ich es ja auch gleich beim Schnitt perfekt rund. Wieso sollte ich erst anzeichnen und dann nochmal mit dem Schneider so lang fahren, freihand? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja klar, ich muss ja gleich mit dem Schneider lang fahren können. Das heißt, ich nehme die Kante hier, habe hinten meine stabile Unterlage oder was und schneide das so. Aber da ist wahrscheinlich das Brett nochmal zu lang, oder? Schauen wir mal. Ja, das ist zu lang. Ich muss es also hier nochmal abschneiden. Auf geht's zum Schnitt 1125. Brauche ich eigentlich nur um das kümmern, gell? Ja, ich halte es lieber doch hier hinten auch mit. Mal schauen, ob das so klappt. Ja, das hat gut ausgesehen. Super. Der Radius ist dasselbe, habe ich festgestellt. Ist dann wohl so. Und das heißt, ich schneide von hier bis da. Dann haben wir hier einen schönen Halbmond. Und los. Boah, das hat gerade so hingehauen. Jetzt wollen wir aber den Schnitt öffnen und uns das mal anschauen, ob das geklappt hat. So, ich öffne den Schnitt. Da haben wir den ersten Schnitt und da den zweiten. Ich fange mal beim Schlimmsten an, und zwar sind das die Ecken. Jetzt also, komm. Und den? Die ist gekommen. Der Schnitt ist gekommen, gell? Jetzt ist er durch. Hoppala. So, jetzt muss ich aber hier noch entlasten. Jetzt kann man hier vielleicht schon sehen, dass der Schnitt aufgegangen ist überall. So. Das brauchen wir nicht mehr.
So. Dann machen wir auf jeden Fall da oben einen kleinen Entlastungsschnitt und auch hier. Und vielleicht hier noch. Und dann hier noch einen. Bei Radien muss man das machen. Und dann aus der Innenseite nochmal raus. Ich gehe aber nicht bis ganz an die Linie, weil wenn ihr hier mit reinritzt, wisst ihr wahrscheinlich, was dann passiert. Dann reißt es halt nach innen in den Mond. Das will ich ja auch nicht. Ich kann aber jetzt hier auch schon brechen. So, und dann mache ich da noch einen hin. Die Innenseite. Da machen wir noch einen hin. Und da auch noch. Und jetzt mache ich vorsichtig weiter auf. So, schauen wir, ob man das so sehen kann. Und jetzt ist irgendwas mit der Nase wieder los. Aha, der kommt. Ja, der ist jetzt bis da durchgerissen, so soll es sein. Und den anderen noch hier. Dann brauchen wir den da oben vielleicht gar nicht. Ja, und der ist auch kommen. Der ist etwas schwerer kommen, komischerweise. Den durch, der ist schon durch, jawohl. Machen wir erstmal den oben. Jetzt ist er kommen. Ja, der war nicht so einfach. Da habe ich hier schlecht geschnitten. Hier, da habe ich eine kleine Delle drin. So, und jetzt innen. Innen hat es ja super geklappt schon, habe ich ja vorhin schon gesehen, von der Optik her. Das heißt, ich mache jetzt den mal auf da in der Mitte. So, und jetzt ist er, glaube ich, auch schon. Irgendwie hat es jetzt geschnallt schon. Irgendwas ist jetzt schon gegangen. Machen wir den nochmal auf. Das hört man, es ist schon irgendwie aufgegangen. Die ist auch schon offen. Gut. Die Seite. Jetzt tue ich da mal ziehen. Tada. Und der Schnitt hat einwandfrei geklappt. Das ist doch ein Ergebnis. Ist das nicht schön? So ist der Mond. Ne? Das ist jetzt der Halbmond. Wunderschön. Den schleife ich jetzt noch ein bisschen ab. Und dann mache ich noch mal sauber und dann schauen wir noch mal an. Pizzaofenscheibe passt auch. Jawohl. Wunderbar. Schleife ich jetzt hier noch ein bisschen ab. Denn wie gesagt, Pizzaofen ist kritisch, wird sehr heiß. Das heißt, alle kleinen Schläge, die jetzt im Glas drin sind, muss ich rausschleifen, sonst bricht es von da aus wieder weiter. Schleife jetzt hier ab mit einem 60er, mit einer 60er Körnung. Besser wäre es natürlich, wenn man noch ein extra ganz hartes Blatt hat, Schleifpapier hat, das auch fürs Glas geeignet ist. Aber das hält schon eine Weile durch. Wenn ihr das Glas schleift, tragt am besten eine Schutzbrille, weil doch immer wieder ganz kleine Partikel umeinander geschossen werden. So ist es sauber gebrochen, da kann dann auch nichts mehr reißen. Beim Schleifen sieht man übrigens sehr gut, ob man noch schleifen muss. Und zwar, wenn man das jetzt von so anguckt, sieht man jetzt keine spiegelnden Berechungen mehr. Gell? Seht ihr das vielleicht? Das ist dunkel. Gell? Aber wenn ich jetzt so schaue, aha, dann sehe ich hier, jetzt kann man das gut sehen, dann sieht man da, wie sich hier das Licht noch bricht, aber da eben nicht. Also hier nicht, da bricht sich das Licht noch. Also muss ich da noch schleifen. Dann schleife ich mal alles ab, auch den Halbmond.
So, jetzt schauen die Kanten super aus. Da haben wir noch einen kleinen Tätscher noch. Aber super. Super schöne Kanten und jetzt ist er auch fingerfest. Jetzt kann man ihn noch anlangen. Und so sieht der fertige Halbmond aus. Wunderschön, oder?